Einen wundervollen guten Morgen wünsche ich dir. Mittwoch, der 23. Dezember. Wow, so schön, dass du heute hier bist. Und bevor wir heute in diese Session reinstarten, möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen für diesen wundervollen Livestream gestern bei Instagram bei dir bedanken. Das war so eine schöne Energie und ich kann es mit Worten gar nicht beschreiben, was für eine Begeisterung, was für eine Liebe ich einfach empfinde. Das ist so schön, dass du hier dabei bist und dass wir diese Reise zusammen gehen dürfen. Richtig schön und dafür von Herzen ein ganz großes Danke. Bevor wir in unseren heutigen Impuls reinstarten und um die Energie einfach noch ein bisschen zu verdauen, schütteln wir uns einfach mal ganz kurz ein bisschen aus. Was war da gestern los? Mach mal die Arme ein bisschen locker, schüttel dich ein bisschen aus, kreis die Schultern ein bisschen, mach dich einfach locker, kreis den Kopf ein bisschen von rechts nach links und atme mit mir zusammen einfach einmal tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Lass die Schultern locker, öffne deine Augen, wenn du magst und wir sind voll hier. Yes! Vielen Dank, wirklich. Und ich möchte diesen Tag heute gerne nochmal dafür nutzen, den 22. Dezember, um hier mit dir so ein bisschen die Erkenntnisse, die Learnings und die Eindrücke aus unserem gestrigen Livestream einfach mal zusammenzufassen. Und wenn du gestern nicht dabei sein konntest, ich habe dir die Aufzeichnung des Livestreams bei Instagram als IGTV gespeichert, also falls du das noch nicht gesehen hast, schau es dir sehr gerne an. Ich kann dir das hier gerne nochmal verlinken. Dann kannst du dir die komplette Energie einfach mal reinziehen und für dich persönlich mitnehmen. Vielleicht sind ja auch so ein paar Impulse in diesem IGTV für dich dabei. Glaube ich ganz bestimmt. Und ich möchte einfach heute die Minuten nochmal dafür nutzen, um meine persönlichen Eindrücke und meine Learnings aus diesem Livestream gestern mit euch zusammen nochmal zusammenzufassen und dir in kurzer zusammengefasster Form mitzugeben. Und da starten wir direkt rein. Bist du bereit? Alright, Fokus an. Denn das Thema des gestrigen Livestreams war ein Raum für Begeisterung, für Kreativität, für neue Ideen und für Möglichkeiten. Und diese auch zu nutzen. Denn es ist ja total oft so, und ich glaube, jeder und jede von uns kennt die Situation. Du kennst die Situation, ich kenne die Situation. Uns kommt irgendwie ein Gedanke in den Kopf, eine neue Idee, von der wir erst total begeistert sind. Wir denken uns, boah, ist das geil. Wenn das funktionieren könnte, das wäre richtig krass. Ja? Da schüttelt es uns einmal so durch. Und dann denken wir aber im nächsten Zug direkt, das wird eh nichts. Das wird sowieso nicht klappen. So, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug dafür und selbst wenn ich es versuchen würde, ich würde sowieso scheitern. Also spare ich mir die Zeit einfach lieber und mache lieber was anderes. Und was dann nämlich passiert, du machst einfach weiter wie bisher, setzt deine Idee nicht um, nutzt deine Kreativität nicht, nutzt diese neuen Impulse nicht und fühlst dich deswegen einfach wertlos, weil du es gar nicht erst versuchst. Weil du dir direkt denkst, ey, ich bin eh nicht genug dafür, ich schaffe das sowieso nicht, warum sollte ich das überhaupt erst versuchen? Und so ersticken wir einfach die schönsten Ideen, die kreativsten Impulse und Gedanken, die wir haben, bereits im Keim, bevor sie überhaupt mal an die Erdoberfläche kommen, um dann aufzublühen. Die Chance geben wir denen gar nicht. Die Chance geben wir den Ideen gar nicht, weil wir die Erdoberfläche mit unserer Schippe komplett platt hauen, sodass da gar nichts durchkommen kann. Und wenn irgendwie so ein kleiner Keim mal durchkommt, dann zack, wird direkt wieder draufgehauen und wird gesagt, nee, das bringt nichts. Es bringt nichts, den Keim oder den Samen dann auch zu wässern, weil ich habe ja sowieso nichts davon, ich werde es sowieso nicht schaffen. Stattdessen denk da gerne einfach mal um und gib diesen Ideen, diesen Gedanken und Impulsen einfach mal den nötigen Raum, um sich zu entfalten, um einfach zu wachsen, um keimen zu können und dann auch aufblühen zu können. Gib dir einfach mal selbst die nötige Zeit, die es manchmal auch braucht. Ja, manchmal geht das schneller und manchmal dauert diese Reise, dieses Wachstum einfach ein bisschen länger. Aber das ist ganz normal. Du darfst dir sehr gerne darauf vertrauen, dass das möglich ist. Und du redest dir da selber irgendwie ein oder dein Verstand
redet da immer wieder auf dich ein. Deine Gedanken arbeiten gegen dich, sagen immer wieder, nee, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Da kommen dann tief verankerte, tief verwurzelte Glaubenssätze mit dazu. Passt total gut mit den Wurzeln und dem Samen. Ja. Wow. Und merke ich selber gerade. Und jetzt bin ich kurz raus, weil ich jetzt den Samen im Blick habe, wie die Wurzeln in den Boden wachsen und alles so zusammenhängt. Der Punkt ist, deine Gedanken und dein Verstand arbeiten gegen dich. Und sie wollen Sicherheit für dich, weil sie dir sagen, ey, bleib doch hier, so ist doch alles gut. Du musst doch gar nicht weitergehen. Ja, ist doch alles gut, so wie es ist. So, begib dich nicht aus deiner Komfortzone raus. Mach einfach weiter. Klar, aber so kannst du nicht weiter wachsen. So erstickst du deine Kreativität und deine Träume einfach im Keim. Und hier darfst du sehr, sehr gerne den Unterschied machen und einfach mal umdenken. Es gibt einen Weg dafür und dieser Weg ist manchmal schwieriger, manchmal ist er vielleicht ein bisschen leichter, teilweise fällt dir die Umsetzung schwerer oder es sind einfach Schritte nötig, die dann und dann gegangen werden müssen, um dann diese Idee umzusetzen. Aber der Punkt ist, du kannst das alles schaffen und darauf darfst du sehr, sehr gerne vertrauen. Was aber erstmal dafür da sein muss, ist dieser Raum. Dieser Raum, um deine Idee überhaupt zum Wachsen zu bringen. Um deine Idee nicht direkt wieder zu verwerfen und den Gedanken gar nicht den nötigen Raum zu geben, um sich einfach mal zu entfalten oder dass du die Gedanken erstmal zu Ende denken kannst. Weil nämlich diese anfängliche Begeisterung, wenn irgendwie eine neue Idee hochkommt und du hast so einen Gedanken und denkst dir, boah, das könnte echt richtig geil sein. Und dann wird das direkt wieder gedämmt, aber davor ist ja die Begeisterung da ist ja diese Freude da. Und genau dieser Begeisterung darfst du hier einfach mal den nötigen Raum geben. Schaff dir einfach mal selbst den Platz dafür, um in diese Begeisterung, in diese Freude richtig reinzugehen und das zu spüren. Lass dich davon richtig erfüllen und spür einfach mal, was das mit dir macht. So ein Kribbeln auf der Haut, die Energie, die du dadurch spürst. Und genau mit dieser Energie gehst du dann in dein Ideenwachstum rein und an die Umsetzung. Und diese Energie, die aus dieser Begeisterung, aus dieser Freude heraus entsteht, die verändert alles. Und wir haben gestern auch so eine kleine Übung in dem Livestream gemacht. Und zwar, das Jahr 2021 geht jetzt ja so langsam zu Ende. Wir starten in das neue Jahr 2022 rein, was übrigens sehr, sehr geil werden wird. Und da haben wir uns selber einfach mal aufgeschrieben, was haben wir für Ziele, was haben wir für Wünsche und was haben wir für Ideen. Was haben wir für Ideen, die uns jetzt gerade durch den Kopf schießen für 2022? Da möchte ich dich jetzt sehr gerne einfach mal dazu einladen, diese Übung für dich auch zu machen. Also nimm dir gerne einfach mal einen Zettel und einen Stift zur Hand oder das Buch, in dem du am Sonntag auch deine Dankbarkeitsrituale aufgeschrieben hast. Nimm das sehr, sehr gerne zur Hand und schreib dir diese Ideen einfach mal selber auf. Pausiere das Video kurz und geh mal kurz in dich. Nimm dir 2-3 Minuten dafür Zeit, wenn du magst auch sehr, sehr gerne länger und schreib dir das einfach mal kurz auf, was du für Ideen hast, für Wünsche für das neue Jahr. Und führ dir dabei vor Augen, was erweckt diese Begeisterung in dir, was erfüllt dich so richtig mit Freude und Glück. Und das sind deine Ideen. Und wenn du dir jetzt deine Gedanken oder deine Ideen einfach mal aufgeschrieben hast, dann gib diesen Ideen einfach mal den nötigen Raum zu wachsen und sich vielleicht auch weiterzuentwickeln oder denk das einfach mal weiter. Schieb das nicht direkt wieder weg und sag dir selbst so, ach, das wird eh nichts, das wird sowieso nicht klappen, ich lasse das lieber direkt sein. Investier deine Zeit mal da rein und denk diese Idee mal weiter und stell dir einfach mal vor, was wäre denn, wenn es klappt? Du hast bisher immer nur gedacht, das wird sowieso nicht klappen, aber was wäre denn, wenn das wirklich klappt? Wenn das, was du dir jetzt gerade aufgeschrieben hast, Realität ist. Wie würdest du dich dann fühlen? Was würde das mit dir machen? Das wäre doch einfach geil, oder? Oder? Ja, wär's. Und das Coole ist, das ist möglich. Das ist wirklich möglich. Vertraue auf dich und sei es dir einfach wert, an deine Ideen zu glauben. Lass dich mit dieser Freude, mit diesem Glück erfüllen und gib dieser Begeisterung den nötigen Raum, um dir diese Energie zu schenken. Denn was
total schön ist, mit dieser gewonnenen Energie, die du dir durch dein Vertrauen in dich selbst selber schenkst oder in dir erschaffst, kannst du das Unmögliche möglich machen. Und das ist die Magie der Energie, wenn man es so nennen kann. Das ist einfach super, super schön und das möchte ich dir heute gerne mitgeben. Das möchte ich dir heute gerne schenken. Es geht immer um die Energie, mit der du etwas tust. Das ist super, super wichtig, dass du das verinnerlichst, denn Happy Inside ist gleich straff Outside. Und das ist mein heutiger Impuls für dich, das ist meine heutige Übung. Du kannst dir sehr, sehr gerne das komplette IGTV, den kompletten Livestream von gestern hier nochmal anschauen. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich, dass du hier mit dabei gewesen bist, dass du auch gestern diesen Raum mit deiner Energie bereichert hast und freue mich schon sehr auf unseren gemeinsamen Impuls morgen früh. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns morgen zu unserem vorletzten Adventsgedanken. Grandiosen Tag für dich, dein Niklas. Ciao.